Moin ihr Lieben, David hier von Musikproduktiv und wir gucken uns heute mal zusammen von Charvel die ProMod Sandimas und die DK24 an. Ab geht's! Also gut, heute mit zwei sehr schönen Gitarren aus dem Hause Charvel, hier aus der mexikanischen Serie so gesehen, zwei ProMods, die also echt bezahlbar sind mit knapp um die 1000 Euro, würde ich mal sagen, plus minus, aber doch schon echt ordentlich aufwarten, was so die Zutaten anbelangt und auch wie die Gitarren gestaltet sind. Ja? Ich habe mir gerade die beiden jetzt mal rausgegriffen, weil ich finde, dass sie auf den ersten Blick irgendwie doch sehr ähnlich aussehen, sind sie irgendwo auch, aber dann doch recht verschieden, ne? Weil hier einmal auf meiner linken Seite hier mit der Sandima-Style doch eher so eine 80er-Pfanne, ja, und hier dann doch so ein etwas modernerer Ansatz. Warum 80er? Vielleicht fangen wir hier mal kurz mit der Sandima-Style an. Ich habe hier natürlich jetzt erstmal ganz klassisch Erle und Ahorn von der Holzkombi, habe ich drüben aber auch soweit. Ich habe schöne Locking-Tuner hier von Charvel, ist noch nicht unbedingt 80er-mäßig, aber extrem praktisch. Darüber hinaus 22 Jumbo-Bünde, das ist schon mal eine coole Sache und natürlich klassischerweise Sinodanten-Pickups mit an Bord. Das wäre hier jetzt einmal ein Jeff Beck, aber in einer Trembacker-Version, also ein TB4 und zwei SSL6 Single Coils, genau, 5-Wegeschalter, Volume Tone, aber hier eine feste Brücke, das ist so eine HT6 von Charvel, glaube ich, Hardtail, mit String-Through-Body, was ihr vielleicht gerade schon gesehen habt, also sowie einerseits so ein bisschen das Attack von dem Tremolo, von dem Vintage-Style-artigen Tremolo, natürlich auch mit Stahlblöcken, aber in Kombination mit so ein bisschen mehr Sustain, würde ich mal sagen, so Best of Both Worlds, aber mit einem klassischen Ansatz auf jeden Fall. Ne? Geschraubter Hals, wie man sehen kann, ja, und sonst eigentlich eine schöne Pfanne. Ein bisschen modern natürlich, hier mit dem Trussrod-Zugang unten am Hals. So, jetzt mal zum Vergleich. Von den Grundzutaten, wie gesagt, ziemlich ähnlich. Wir haben 24 Bünde, das ist auf jeden Fall schon mal ein modernerer Ansatz, auch Jumbo Frets. Auch unsere Charvel Locking Tuner, auch ein Ahornhals, aber hier so Caramelized Maple, also so ein thermobehandelter, gebackener Ahornhals. Sieht nett aus, bringt ein bisschen mehr Stabilität und auch ein paar klangliche Vorteile mit sich, dass es einfach schon ein bisschen Richtung eingespielter Hals geht. Natürlich auch wieder hier der Zugang für den Trussrod unten. Auch Sinodanten Pickups, auch zwei SSL6, allerdings ein SH10, ein Full Shred, glaube ich, an der Brücke, der noch ein bisschen mehr Dampf hat. Wir haben ein Goto Tremolo, ein 510er. Und wenn man sich das hier hinten mal anguckt, sieht man doch schon vom Contouring, also so vom Body her, dass das alles so ein bisschen moderner und so ein bisschen anschmiegsamer vielleicht gestaltet ist. Ja, also ich habe hier eine üppige Kontur, ich habe hier eine schöne Aussparung, dass ich dann auch problemlos bis in den letzten Bund komme, ne, oder die letzten beiden, die hier jetzt auch zusätzlich noch mit an Bord sind. Und hier zum Beispiel so ein bisschen praktischer angebrachteren, wie sagt man, Klinkenbuchse, richtig, angebracht, als dass das Kabel dann nicht so blöd abknickt oder so. Das ist auch so ein bisschen smarter. Ne? Ansonsten habe ich hier ein wunderschönes Shell Pink matt gehalten, ne? Also keine Hochglanzlackierung, während ich hier zum Beispiel so ein Platinum Pearl Finish habe, was dann aber wieder Hochglanz ist. Ne? Also im Kern zwei relativ ähnliche Gitarren mit so verschiedener Ausrichtung. Und wie sie klingen, hören wir uns jetzt mal an. Zur Signalkette. Wir sind heute ziemlich trocken unterwegs. Ich habe mir so einen schönen 5150 in der EL34-Variante geschnappt aus der Iconic Series. Der klingt tierisch und pedaltechnisch außer einem TU3 von Boss eigentlich nichts weiter davor. Ne? Ja, ein halb PR30 und los geht die Luzi.
Alright, ich hoffe, ich habe euch die beiden Klampfen hier aus dem Hause Charvel ein Stück näher bringen können. Meiner Meinung nach auf jeden Fall richtig gut, gerade für die Kohle. Spielen sich klasse, klingen so, wie man das eigentlich erwartet. Und ja, möchtet ihr euch selber ein Bild von den Gitarren verschaffen, kommt gern vorbei hier in Ebenbüren-Langenbeck bei Musikproduktiv. Und sonst sehen wir uns bald, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Übrigens, sollte euch das Video gefallen haben, könnt ihr uns auch gern ein Abo und ein Like da lassen. Vielen Dank. Wow, dieser Speedneck ist unfassbar schnell. Wow, dieser Speedneck ist unfassbar schnell. DK24, Alter, seit wann hat Donkey Kong eine scheiß Gitarre?